Willkommen zu der Voreinstellung Nur Kopfbewegungen. Damit kannst du deinen Computer alleine mit den Bewegungen deines Kopfes steuern. Alles, was du dafür brauchst, ist eine Webcam. Wenn du noch keine Webcam hast, gibt es in unserem Blog einen Vergleich zwischen verschiedenen Webcams mit USB-Anbindung. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Ich wähle in der Einrichtung die Voreinstellung Nur Kopfbewegung und klicke auf Weiter. Nun lege ich fest, welche Webcam meine Kopfbewegung erfasst. Dazu scrolle ich nach unten und finde eine Liste der an diesen Computer angeschlossenen Kameras. Ich wähle die integrierte Kamera. Stell dabei sicher, dass du dich mittig vor der Kamera befindest. Also nicht so oder so, sondern ungefähr so. Unter Windows gibt es die Einschränkung, dass eine Webcam nur mit einem Programm verbunden sein kann. Hast du weitere Programme, die ebenfalls deine Webcam benötigen, wie zum Beispiel ein Videochat, solltest du entweder eine zweite Webcam haben oder ein Programm nutzen, das deine Webcam aufteilt. Außerdem kann es sein, dass dein Kamerabild schwarz erscheint. Das kommt vor, wenn du ein Antivirenprogramm hast, das den Zugriff von Simnox Access auf deine Kamera blockiert. Bitte füge dann Simnox Access zu den Ausnahmen in deinem Virenprogramm hinzu. Ich klicke auf Weiter. Das war auch schon die Einrichtung von Simnox Access. Klicke jetzt auf Fertig und schon kann es losgehen. Das erste, was ich auf dem Bildschirm sehe, ist ein orangener Punkt. Wir nennen diesen orangenen Punkt die Spur. Wenn ich meinen Kopf nach oben bewege, bewegt sich auch die Spur nach oben. Bewege ich meinen Kopf nach links, bewegt sich die Spur nach links. Bewege ich meinen Kopf nach rechts, bewegt sich die Spur nach rechts. Bewege ich meinen Kopf nach unten, bewegt sich die Spur nach unten. Wenn ich nun die Spur an den rechten äußeren Bildschirmrand bewege, öffnet sich das Panel. Das Panel bietet mir einige Funktionalitäten von Simnox Access. Ich kann diese auswählen, indem ich für eine gewisse Zeit auf ihnen mit der Spur verweile. Ich möchte jetzt einen Linksklick auslösen, um meinen Webbrowser zu starten. Also wähle ich den Linksklick, gehe über meinen Webbrowser, wähle ihn aus und bestätige nochmal in der Vergrößerung. Nun möchte ich nach Simnox suchen. Dafür klicke ich in das Suchfeld, bestätige und gehe auf Tippen. Nun kann ich Buchstabe für Buchstabe das Wort Simnox, genau die Funktion im Panel, auswählen. Die Suche kann ich auslösen, indem ich auf Enter gehe. Danach schließe ich die Tastatur und sehe meine Suchergebnisse. In diesen Suchergebnissen kann ich nun auch scrollen. Dafür gehe ich auf Scrollen, wähle den Punkt auf dem Bildschirm, an dem ich scrollen möchte, und kann durch Herauf- oder Herabgehen mit meinem Kopf scrollen. Ich möchte das Scrollen jetzt beenden. Falls die Webcam an einem anderen Ort als mittig über dem Bildschirm steht, hast du die Möglichkeit, Simnox Access auszurichten. Dazu gehst du auf Kopf ausrichten und bewegst deinen Kopf mittig vor dem Bildschirm. Dabei berechnet Simnox Access die Position deiner Webcam und bezieht sie in allen folgenden Bedienungen mit ein. Das war ein sehr kurzer Überblick über die vielen Funktionen von Simnox Access. Probier gerne mehr aus, schaue dir mehr Videos an oder gehe zu unserer Hilfe, um mehr über Simnox Access zu erfahren. Ich wünsche dir viel Spaß!